Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem wunderschönen Dreieckstuch. Ich werde das Ganze mit einer 4er Nadel und einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel häkeln. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und die Verlinkung zum Links- und Rechtshänder-Video verlinke ich euch auch nochmal in den Kommentaren. Ich beginne mit einem Fadenring, lege den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen zweimal um den Daumen herum und halte den Endfaden mit kleinem und Ringfinger fest. Dann gehe ich von oben durch die Daumenschlaufe und hole mir den Spannfaden aus der Mitte und häkel mir 3 Luftmaschen. Dann kann ich den Daumen aus der Schlinge ziehen und wir häkeln um beide Fäden herum. Wir machen 2 Umschläge, stechen um beide Fäden herum, holen den Faden durch 2 und holen den Faden nochmal durch 2. Dann kommen 2 Umschläge, um beide Fäden herum, Faden holen durch 2, Faden holen durch 2. Nun haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel und optisch 3 Stäbchen und diese maschen wir gemeinsam ab und haben somit 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen. Es folgen 3 Luftmaschen. Und nun wieder 2 Umschläge, um beide Fäden herum, Faden holen durch 2, Faden holen durch 2. 2 Umschläge, um beide Fäden herum, Faden holen durch 2, Faden holen durch 2. Und ein letztes Mal 2 Umschläge, um beide Fäden herum, Faden holen durch 2, Faden holen durch 2. 4 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. 3 Luftmaschen und nun ein letztes Blatt, auch wieder um beide Fäden herum. 2 Umschläge, Faden holen durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, um beide Fäden herum, Faden holen durch 2 und durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge und um beide Fäden nochmal herum, durch 2 und durch 2 Schlaufen, 4 insgesamt auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. So, nun können wir den Ring einfach zuziehen und haben unsere erste Reihe und somit die Spitze von unserem Dreieckstuch bereits geschafft. Reihe 2. Wir machen eine Wende Luftmasche, stechen in die Spitze des Blattes ein und häkeln dort eine feste Masche. Danach kommen 2 feste Maschen um die Luftmaschenkette herum, eine feste Masche wieder in die Spitze des Blatts, 2 feste Maschen um die Luftmaschenkette herum und zum Schluss eine feste Masche in die Spitze des letzten Blattes. Und das war dann schon Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und stechen nun direkt hier am Fuß ein. Wir machen 2 Umschläge, stechen dort ein, holen den Faden wieder durch 2 Schlaufen, nochmal holen durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Wir haben 3 am Anfang auf der Nadel und häkeln diese gemeinsam ab. Und somit haben wir unser erstes Blatt geschaffen. 3 Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, durch 2 und durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, durch 2 und durch 2 Schlaufen. Dann haben wir 4 auf der Nadel und häkeln diese wieder gemeinsam ab. 3 Luftmaschen und dann das letzte Blatt. Gleiche Einstichstelle mit 2 Umschlägen und dann 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen häkeln. So. Also die gehen sehr einfach, man muss sich halt nur an die Größe von dem Abmaschen gewöhnen. Nachdem wir dann
unseren Blütenkopf gehäkelt haben, kommen nun 3 Stäbchen über die Mitte des Blütenblatts der Vorreihe. Wir orientieren uns einfach an der Mitte. Hier wäre die mittlere Masche, gehen eine davor und häkeln dort unser erstes Stäbchen hinein. Dann ein Stäbchen in die Mitte und ein Stäbchen danach, sodass wir dann 3 normale Stäbchen direkt über das mittlere Blütenblatt der Vorreihe haben. Und am Ende der Reihe machen wir wieder 2 Umschläge. Schauen, wo ist unsere letzte Masche. Hier sollten sich auch Anfänger immer einen Marker setzen, um das besser erkennen zu können. Stechen dort ein, häkeln unser erstes Blütenblatt mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen, 3 Luftmaschen, dann das zweite Blütenblatt mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen, und 3 Luftmaschen und das dritte und letzte Blatt mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 besteht nur aus Stäbchen. Wir machen 3 Luftmaschen, einen Umschlag und häkeln direkt in die Spitze des ersten Blattes ein Stäbchen hinein. Danach kommen 2 Stäbchen um die Luftmaschenkette herum. Ein Stäbchen in die Spitze des Blattes und 2 Stäbchen wieder um die Kette herum. Und ein Stäbchen in die Spitze des Blattes. Und dann sieht es schon mal so aus. Danach jeweils ein Stäbchen über jedes der 3 Stäbchen häkeln. Ein Stäbchen in die Spitze des Blatts, 2 Stäbchen um die Luftmaschenkette, ein Stäbchen wieder in die Spitze des Blatts, 2 Stäbchen um die Luftmaschenkette und am Ende der Reihe noch ein Stäbchen in die Spitze des Blattes. Und das war dann schon Reihe 4. Ab hier wiederholt sich nun alles wieder ab der ersten Reihe. Wir beginnen wieder mit einem Blütenkopf, 3 Steigeluftmaschen, wenden, machen 2 Umschläge und stechen direkt am Fuß ein und häkeln dort unser erstes Blatt hinein. Drei Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle und ein zweites Blatt hinein. Drei Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle und ein drittes Blatt. Aus 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen. So, dann schauen wir wieder, wo ist der Blütenkopf der Vorreihe? Der wäre hier. Hier ist das mittlere Blatt. Hier ist dieses mittlere Stäbchen. Also gehen wir eins davor. Hier ist dies. Das ist das davor. Machen einen Umschlag und häkeln dort unser erstes Stäbchen hinein. Dann das Stäbchen direkt in der Mitte über den Blütenkopf und ein Stäbchen danach, sodass dies direkt darüber ist. Schön mittig. So, dann nehmen wir uns die 3 Stäbchen aus der Blütenkopfreihe, schauen, welches ist das mittlere, das wäre dieses, und gehen dort mit 2 Umschlägen hinein,
und häkeln unser erstes Blütenblatt aus 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen dort hinein. Drei Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle und das zweite Blatt häkeln. Drei Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle und das dritte Blatt häkeln. Und dann haben wir das schön in der Mitte. Als nächstes, hier ist das nächste Blütenblatt, hier ist die Spitze, da ist das Stäbchen davor. Dort häkeln wir unser erstes Stäbchen hinein, das zweite kommt genau mittig drüber und das dritte danach, damit es genau schön mittig über diesem Blatt ist. Und am Ende der Reihe 2 Umschläge, in die letzte Masche einstechen, unser erstes Blatt häkeln, aus 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen, drei Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle und das zweite Blütenblatt häkeln, drei Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle und das dritte Blütenblatt häkeln. Und das war dann Reihe 5. Kommen wir zur Reihe 6. Reihe 6 ist wie Reihe 2. Wir häkeln wieder feste Maschen, eine Luftmasche. Und dann geht es ganz einfach wie auch in der Stäbchenreihe weiter. Eine feste Masche in die Spitze des ersten Blütenblatts. 2 feste Maschen um die Kette herum. Eine feste Masche wieder in das Blütenblatt. 2 um die Kette herum. Eine feste Masche in das Blütenblatt. Danach kommen die 3 Stäbchen. In jedes Stäbchen eine feste Masche. Und dann geht es wieder mit den Blütenblättern weiter. Eine feste Masche in das Blütenblatt, 2 um die Kette herum, 1 ins Blatt, 2 um die Kette herum. Und so kann man sich dann auch nicht vertun und hat immer die gleiche Maschenanzahl. Hier wieder über jedes Stäbchen eine feste Masche. Eine in das Blatt, 2 um die Kette herum, eine in das Blatt, 2 um die Kette herum und zum Schluss noch 1 ins letzte Blatt, schön in die Spitze, für einen schönen Abschluss. So ihr Lieben, und das war es eigentlich. Jetzt wiederholen sich die Reihen immer weiter. Wir beginnen mit einem Blatt, dann kommt eine Reihe feste Maschen, dann kommt wieder die Reihe mit den Blütenköpfen. Wir beginnen mit einem Blütenkopf und wir enden auch mit einem Blütenkopf. Dazwischen kommen immer diese 3 Stäbchen. Da orientiert ihr euch an dem Blütenblatt davor, dass diese immer schön mittig sitzen. Danach kommt eine Reihe Stäbchen, weil das sieht sonst zu trist und einfach aus, wenn man immer nur feste Maschen häkelt, aber auch wenn man immer nur Stäbchen häkelt. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich fand es jetzt schöner, wenn man das immer im Wechsel macht. Also mache ich hier eine Reihe feste Maschen und als nächstes über die nächsten Blütenköpfe eine Reihe Stäbchen. Hier hatten wir wieder die Blütenköpfe und dann wieder feste Maschen. Als nächstes beginnen wir wieder mit einem Blütenkopf, enden wieder mit einem Blütenkopf. Setzen die Stäbchen dazwischen und die Reihe danach mache ich wieder eine Reihe Stäbchen.
Mal davon ab, kommt ihr so auch sehr schnell voran. Und dieses Tuch geht ziemlich schnell in die Breite. Und das finde ich persönlich sehr schön, wenn es nicht allzu spitz nach oben geht, sondern eher schneller in die Breite wächst und man recht fix vorankommt. Und vor allen Dingen erschafft ihr so wunderschöne 3D-Blüten, die so nach vorne oder halt nach hinten abstehen, je nachdem, wie ihr das Tuch tragen wollt. Und so geht es dann jetzt Reihe für Reihe weiter. Ich nehme euch selbstverständlich mit und dann sehen wir uns noch, wenn mein Bobbel soweit aufgebraucht ist. Bis gleich. Zurück, ihr Lieben. So sieht mein Tuch vom Nahen einmal aus, vom Farbverlauf. Und dass ihr auch die 3D-Blumen einmal seht. So, und dann zeige ich euch das Ganze jetzt noch einmal vom Weiten. Zurück, ihr Lieben, nach 43 Reihen sieht mein Tuch dann am Ende so aus. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln, lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.